Die EU-Kommission hat endlich das Ergebnis ihrer Machbarkeitsstudie zur schon seit 2021 diskutierten Schaffung eines EU-Vermögensregisters veröffentlicht. Wir haben das 335 Seiten lange Dokument für dich näher unter die Lupe genommen. In diesem Video erfährst du, ob die EU mit diesem monströsen Bericht einen Fahrplan zur staatlichen Überwachung und Kontrolle deines Vermögens nach dem Beispiel Chinas vorgelegt hat oder was du ansonsten zu erwarten hast. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ende September findet in London unser Seminar Ruhestand im Ausland statt. Dort wird es genau um die hier angesprochenen langfristigen Trends in der EU und in der Welt gehen. Gerade wenn du schon auf den Ruhestand zugehst und dein ganzes Leben lang hart für dein Vermögen gearbeitet und brav deine Steuern bezahlt hast, dann sollten dich die aktuellen Überlegungen in der EU auf die Palme treiben. Wie oft will man das gleiche Geld eigentlich noch besteuern? Wenn du im Ruhestand mehr Geld, mehr Freiheit und weniger Staat willst, dann ist unser Seminar genau das Richtige für dich. Alle Infos findest du im ersten Kommentar zu diesem Video, was auch hier gepinnt ist. Wie immer kann dich dein Ehepartner oder Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar begleiten. Aber nun zurück zum EU-Vermögensregister. Hier ist zunächst mal wichtig, dass wir die Idee des Vermögensregisters, aber auch Maßnahmen wie zum Beispiel die AMLA-Überwachung, mögliche Vermögensteuer, Kontenregister und alle die anderen undemokratischen neuen Kontrollmechanismen der EU im richtigen Zusammenhang sehen. Der Kontext ist wichtig, Parallele und Vergleiche sind wichtig. Wenn wir Deutschen nach geschichtlichen Vergleichen suchen, dann sind wir immer ganz schnell bei der Nazi-Zeit. Heute ist man bekanntlich schon ein Faschist und ein Nazi, wenn man nur anderer Meinung ist als der politische Mainstream. Diese Hitlerisierung des Trivialen halte ich für intellektuelle Faulheit. Ich werde daher keine Parallelen zur Nazi-Zeit ziehen. Stattdessen aber ziehe ich Parallelen zur Situation in Hongkong und was dort in den letzten knapp 30 Jahren seit Rückgabe Hongkongs durch die Briten an die Chinesen passiert ist. Wir konnten durch die Medien miterleben, wie langsam nach und nach die bürgerlichen Freiheitsrechte der Hongkong-Chinesen immer weiter beschnitten werden und sich die Schlinge des brutalen Machtapparats der Kommunistischen Partei in Peking immer weiter zuzieht. 140.000 Bürger Hongkongs sind zwischen 2020 und 2022 geflohen. Die meisten bleiben. Viel schlimmer kann es nicht werden, sagen sie sich. Hier ist das Beispiel des Froschs passend, den man in einen Topf Wasser setzt, wo man die Temperatur langsam immer weiter aufdreht. Der Frosch kann jederzeit rausspringen und sich retten, macht es aber nicht. Und in eine ähnliche Entwicklung ordne ich auch die Diskussion um das Vermögensregister und in der Tat diesen Abschlussbericht ein. Natürlich würde wegen dieser Einzelmaßnahmen niemand daran denken, die EU zu verlassen. Aber ist es wirklich eine Einzelmaßnahme? Erleben wir nicht als EU-Bürger eine ähnliche Situation, wie sie die Hongkong-Chinesen erleben, wenn natürlich auch nicht in dieser Aggression und in dieser Schärfe. Es ist ja alles eine Entwicklung. Wir sind hier auch erst ganz am Anfang. Vielleicht noch langsamer deshalb. Denn die europäischen Regierenden sind wenigstens nicht ganz so verroht wie die Repräsentanten des chinesischen Regimes. Aber wir müssen uns klar sein, die EU ist nicht demokratisch. Die EU besteht zwar aus Demokratien, sie hat demokratische Elemente, wie das Europäische Parlament, das demokratisch gewählt ist. Aber sie ist keine Demokratie. Die EU ist ein supranationales Regime, geleitet von einer Kommission mit quasi exekutiven Befugnissen, die als ideologische Priesterschaft fungiert. Belgische und französische Historiker zum Beispiel vergleichen sie ganz offen mit den europäischen Imperialsystemen des frühen 20. Jahrhunderts mit ihren hybriden Strukturen und repräsentativen Versammlungen. Der heimtückische Effekt dieser zentralisierten Macht ist, dass sie die Lebenskraft der nationalen Institutionen aussaugt.
Sie untergräbt deren Legitimität. Sie infantilisiert die Mitgliedstaaten, indem sie deren Funktionen usurpiert. Dies verändert die Mitgliedstaaten im Laufe der Zeit. Wir haben ja gerade hier zum Vergleich mit China gesprochen. Ist nicht das potenzielle Vermögensregister ein weiterer Mosaikstein in einem Gesamtbild, das China immer mehr gleicht? Wann ist die Zeit für dich zu gehen? Wann ist genug wirklich genug? Wann wird dir das Wasser zu heiß? Oder lässt du dich von der EU-Kommission langsam im eigenen Saft kochen? Diese Gedanken wollte ich vorausschicken, um dieses ganze Thema einmal hier in den richtigen Kontext zu bringen. Nun tatsächlich zum Abschlussbericht der Machbarkeitsstudie zum EU-Vermögensregister. Hier möchte ich zunächst mal kurz das Deckblatt dieses Berichts einblenden. Feasibility Study for a European Asset Registry in the context of the fight against money laundering and tax evasion. Faszinierend, dass hier Steuerhinterziehung und Geldwäsche gleichgesetzt und in einen Topf geschmissen werden. Oder? Findest du das nicht interessant? Dazu später mehr. Zu der Veröffentlichung des Ergebnisses dieser Machbarkeitsstudie gab es ja einen ziemlichen Shitstorm in den letzten Wochen und Monaten. Die Deutsche Wirtschaftswoche fragte dazu im Juli 2024 die EU-Kommission an und bekam zur Antwort, dass die Veröffentlichung unmittelbar bevorstehe. Die Veröffentlichung dieses Berichtes. Die Wirtschaftswoche spekulierte dann, dass wohl auch die Einführung des Vermögensregisters unmittelbar bevorstehe, was aber die EU-Kommission energisch dementierte. Viele andere Medien widmeten dem Thema dann Aufmerksamkeit und es wurde viel Verwirrendes geschrieben. Wir machten ja schon in einem anderen Video zu dem Zeitpunkt klar, dass das im April und Mai 2024 verabschiedete umfassende Gesetzespaket der EU zur Bekämpfung der Geldwäsche kein zentrales Vermögensregister vorsieht. Sehr wohl kann man aber sagen, dass die Vorstufe eines solchen in den neuen Gesetzen zu erkennen ist. So werden zum Beispiel Händler von Luxusgütern, Edelmetallen und Kunst noch mehr als Verpflichtete von der EU an die Kandare genommen und müssen ihre Kunden unter Umständen bespitzeln und an die Obrigkeit verpfeifen. Und dann tauchte auf einmal leise und heimlich das Ergebnis der Machbarkeitsstudie im Internet auf der Webseite der EU auf. Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. In dem Bericht steht als Veröffentlichungsdatum sogar der März 2024. Aber glaub mir, ich habe wöchentlich seit Januar 2024 immer wieder online danach gesucht und nichts gefunden. Und jetzt war es plötzlich da. Sehr mysteriös. Vor allen Dingen auch seltsam vor dem Hintergrund dessen, was die EU-Kommission gegenüber der Wirtschaftswoche ankündigte, beziehungsweise kurze Zeit später dann dementierte. Aber nun ist da der Abschlussbericht zur Machbarkeitsstudie zur Einführung eines EU-Vermögensregisters. Es ist ein sehr ausführliches Dokument. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, 335 Seiten in der nun vorliegenden englischen Version. Das Dokument ist sprachlich sehr nüchtern und technisch, eigentlich gar nicht politisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die EU-Kommission eine der großen Beratungsfirmen wie PwC oder Accenture beauftragt hat, die ein Team von MBAs mit der Durchführung der Studie betraut haben. Man fühlt sich an ein großes IT-Projekt in einem Konzern erinnert. Die gleiche Sprache und Struktur des Dokumentes wird hier verwendet. Während es beim EU-Vermögensregister ja eigentlich um den Schutz vor russischen Oligarchen und anderen Geldwäschern gehen sollte, ist von den Russen in der vorliegenden Fassung außer anekdotisch überhaupt nicht mehr die Rede. Auch wurde ja vielfach diskutiert, dass nur Reiche betroffen sind und nur Vermögensgegenstände über 200.000 Euro. Auch davon ist in den 335 Seiten des Berichts kein einziges Mal die Rede. Und damit sind wir ja genau bei dem, was ich schon immer gesagt habe, dass es bei Maßnahmen wie dem Vermögensregister nur um die Reichen und die russischen Oligarchen geht, ist nur ein Vorwand, meiner Meinung nach.
ein Verkaufsargument sozusagen, damit das dumme Volk die bittere Pille schluckt. Tatsächlich ist die Machbarkeitsstudie der EU-Kommission zum Vermögensregister darauf ausgelegt, die Erfassung aller Vermögensgegenstände in der EU zu prüfen, buchstäblich bis zum letzten Euroschein. So lautet der Auftrag an die Durchführenden der Studie. Da bin ich sicher. Auch wenn diese Maßnahme völlig der Idee der bürgerlichen Freiheiten widerspricht und zutiefst undemokratisch ist. Nirgendwo in dem Dokument spürt man den Geist jener großen europäischen Denker wehen, für die das von der Staatsmacht unbehelligte Dasein der Bürger so wichtig war. Voltaire, Montesquieu, John Locke, Rousseau, Adam Smith und wie sie alle heißen. Stattdessen wird hier tatsächlich allen Ernstes sachlich erörtert, ob man einen Überwachungsstaat wie China schaffen soll, immer unter dem Vorwand des Schutzes vor Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Sicher, das Dokument erwähnt immer wieder Gesetze rund um Datenschutz, Recht der Privatsphäre, Freiheitsrechte, Bürgerrechte, Grundrechte und Ähnliches. Aber letztlich werden diese von den Autoren nur als Hindernisse begriffen, welche die Einführung eines Vermögensregisters negativ beeinflussen oder verzögern könnten. Wie schnell wir uns von einer freiheitlichen hin zu einer Stasi-Bespitzelungsgesellschaft hinbewegen, dazu müssen wir nur mal das Deckblatt dieses EU-Berichts anschauen, wo, wie bereits vorhin erwähnt, das erklärte Ziel der EU nicht nur die Terrorismusbekämpfung, die Geldwäsche ist, sondern auch die Steuerhinterziehung. Beides wird in der Tat gleichgesetzt und das nicht nur in diesem Dokument. Das scheint generell bei vielen Staaten, eben auch bei der EU hier eine wichtige Priorität zu sein. Nun, natürlich sind wir dafür, dass jeder seinen Beitrag leistet. Natürlich ist Steuerhinterziehung nicht in Ordnung, ganz klar. Aber Goldhändler und Schmuckhändlern zu Handlangern der Finanzverwaltung zu machen, die ab demnächst prüfen sollen, ob die Uhr für 11.000 Euro, die du deiner Frau zum Geburtstag schenkst, von versteuertem Geld bezahlt wird oder nicht, das ist schon ziemlich krass. Und das ist jetzt keine Fantasie, keine Utopie. Das ist sogar in der Tat schon entschieden. Und zwar mit dem Anti-Geldwäscherei-Maßnahmenpaket, das im April, Mai 2024 beschlossen wurde und das ich vorhin schon erwähnt habe. Genau dieses Gesetzespaket und der Ergebnisbericht zur Machbarkeitsstudie eines EU-Vermögensregisters müssen wir in Zusammenhang sehen. Alles hängt hier miteinander zusammen. Wie solche Maßnahmen dann konkret funktionieren werden, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass der Händler in meinem Beispiel dich denunzieren wird müssen, wenn du dich weigerst, Angaben zu deinen Einkommensverhältnissen zu machen. So steht es im Gesetz. Wenn du nicht nachweisen kannst, dass du bei einem Kauf über 10.000 Euro versteuertes Geld verwendet hast, dann wird er dich melden müssen. Ich werde speziell zu diesem Thema auch noch ein separates Video aufnehmen, denn ich halte es für sehr wichtig. Damit du dich optimal vor der Übergriffigkeit des Staates schützen kannst, musst du unbedingt verstehen, um was es am Ende eigentlich geht bei allen diesen Maßnahmen. Es geht nicht um Terroristen, es geht nicht um die Russen, es geht nicht um Geldwäsche. Es geht darum, dass die Staaten hoch verschuldet sind. Covid, Rüstung und Krieg, Sozialstaat, Ökoprojekte, Umverteilung, demografischer Wandel und so weiter und so weiter. Das verschlingt gewaltige Summen Geld. Die offizielle Verschuldung Deutschlands mag gering sein, berücksichtigt man aber die Positionen dazu, die nicht in der Statistik auftauchen, zum Beispiel zukünftige Renten- und Sozialleistungsverpflichtungen, dann liegt die Staatsverschuldung Deutschlands tatsächlich bei über 500% des BIPs. Irgendwann wird man das alles nicht mehr finanzieren können. Irgendwann wird niemand den Staaten mehr Geld leihen. Und dann kommen sie zu dir und werden sich an deinem Vermögen gesund stoßen. Und die Vorbereitung dessen ist der Grund für AMLA, Vermögensregister und so weiter und so fort. Man will, wenn es dazu kommt, wissen, wer was hat, um es verwerten, um es filetieren zu können. Befassen wir uns nun näher mit dem Abschlussbericht, mit dem eigentlichen Dokument zur Vermögensregisterstudie. In der Machbarkeitsstudie werden grundsätzlich 3 Szenarien geprüft. Szenario 1, die Machbarkeit der Schaffung neuer Register auf nationaler Ebene zusätzlich zu den bestehenden für Vermögensquellen.
für die auf nationaler Ebene keine Register existieren und deren Vernetzung auf europäischer Ebene zu einem EU-Vermögensregister. Szenario 2: die Machbarkeit der Vernetzung nur der bestehenden nationalen Register mit einem EU-Vermögensregister. Szenario 3: die Machbarkeit der Einrichtung eines zentralen EU-Vermögensregisters, das die bestehenden Register auf nationaler Ebene verbindet und für nicht von ihnen abgedeckte Vermögensquellen ein zentrales EU-Register mit nationalen Zugangsportalen vorzieht. Das ist aus dem Dokument, aus dem Bericht zitiert. Die EU-Kommission hat vor diesem Hintergrund dem Team 7 Tasks ins Pflichtenheft geschrieben und dementsprechend hat der Bericht auch 7 Kernteile. Erstens Bestandaufnahme verschiedener Vermögenswerte und Vermögensquellen. Zweitens Bestandaufnahme bestehender Register und alternativer Informationsquellen. Drittens Bestandsaufnahme anderer potenzieller Vermögensregister. Viertens operative IT-Machbarkeitsbeurteilung und Kosten-Nutzen-Analyse. Fünftens rechtliche Machbarkeitsbeurteilung, EU-Rechtsrahmen und rechtliche Einschränkungen. Sechstens rechtliche Machbarkeitsbeurteilung, Analyse der 3 oben angesprochenen Szenarien. Und schließlich 7. Teil technische Studie, Optionen für die Gestaltung und Funktionalitäten eines EU-Vermögensregisters. Beim Lesen des Dokumentes ist mir sofort aufgefallen, dass neue technologische Entwicklungen der letzten Jahre nicht von dem Bericht abgedeckt sind, obwohl diese, so sollte man meinen, signifikante Auswirkungen auf ein potenzielles Vermögensregister haben könnten. Weder der digitale Euro bzw. CDBCs noch künstliche Intelligenz werden auf den 335 Seiten ein einziges Mal erwähnt. Es hat natürlich absolut keinen Sinn, dass wir jetzt den kompletten Bericht hier gemeinsam durchgehen. Da würdest du vor Langeweile einschlafen. Ich habe jetzt querbeet aus dem Dokument 6, wie ich meine, wichtige und interessante Stellen rausgesucht, die ich dir vorstellen werde. Danach werden wir dann abschließend klären, was die EU nun eigentlich weiter geplant hat und was hier in puncto Vermögensregister und Überwachungsstaat zu erwarten ist. Die erste Stelle, die ich rausgesucht habe, findest du auf Seite 25 und dann noch detaillierter auf Seite 308 des Berichtes. Hier geht es um die verschiedenen Klassen von Vermögen, die von einem Register erfasst werden können. Es verschlägt einem geradezu die Sprache, wenn man bedenkt, wie detailliert und umfassend diese Aufstellung ist. Von Lebensversicherungen über Spielgeld und Geschenkgutscheine bis hin zu Renntauben, ja, von Vögeln, ist alles drin. Man spricht also zunächst hier von Cash in Hand, Cash at Bank, Listed Securities, also Aktien an der Börse, Unlisted Securities, Cryptocurrencies, NFTs, Properties, Land, Limited Liability Companies, In-Game Assets, also Assets, die man in Computerspielen hat, High-Value Goods, hier ist drin Kunst und Schmuck und Antiquitäten, Sammlerobjekte, Waffen, Commodities, das sind übrigens Edelmetalle drin, Gold, auch Edelmetallmünzen, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und dann noch hier Schließfächer bei Banken und Schließfächer bei Nichtbanken. Auf der Seite 308 wird das Ganze dann noch viel detaillierter beschrieben. Hier siehst du mal zum Thema Cash in Hand, also Bargeld, an was man alles gedacht hat. Hier sind die Financial Assets, Crowdfunding, dann hier Lebensversicherungen, Altersvorsorge, LLCs, damit sind auch grundsätzlich natürlich GmbH-Anteile und sowas gemeint. Gambling Currency, also Spielgeld in Spielen oder auch zum Beispiel natürlich hier im Casino. Dann haben wir hier Geschenkgutscheine, wir haben Krypto, In-Game Assets, also wenn du irgendein Spiel spielst und da baust du dann Vermögen auf. Es gibt ja so Spiele, wo du dann ein solches künstliche Vermögen dann aufbaust, um im Spiel irgendwas kaufen zu können. Patente, Musik, Bücher, Kunst, Land, Schiffe, Flugzeuge, Fahrzeuge, Waffen, Kunstwerke, Antiquitäten, Schmuck. So, dann hier geht es an die Tiere. Hier haben wir Vieh, hier haben wir Tauben, hier haben wir Pferde, exotische Tiere, Tiger und so weiter. Hier dann haben wir Commodities, da ist Gold und so weiter drin. Und dann hier schließlich noch die Schließfächer.
Also, wie du siehst, hier ist man unheimlich ins Detail gegangen und hat hier keine einzige Assetklasse ausgelassen, die man hier erfassen will. Auf Seite 128 wird das deutsche zentrale Fahrzeugregister als ein Beispiel für ein bestehendes System beschrieben, was als Datenquelle für ein EU-Vermögensregister dienen könnte. Interessant ist auch hier, dass im Rahmen der AMLA der EU-weite Zugang zu dem Register selbst ohne EU-Vermögensregister sichergestellt werden muss. Interessant, hier wird klargestellt, dass in dem Register der Halter registriert ist, nicht aber der Eigentümer. Der Halter wird als jemand beschrieben, der das Fahrzeug nutzen kann, nicht aber der Eigentümer. Und das ist wohl nach deutschem Recht auch nicht erlaubt, dass man hier den Eigentümer erfasst. Das wird dann hier noch groß erklärt, dass dies eben ein Problem sei. Das ist eben typisch dann bei solchen Systemen, bei allen Systemen, die hier in diesem Register vorgestellt werden, gibt es dann natürlich entsprechende Lücken. Und dann muss man sich überlegen, wenn man nun ein EU-Vermögensregister will, wo der Halter nicht wichtig ist, sondern der Eigentümer, wie man das Ganze dann machen möchte. Hier werden jetzt übrigens mal die Russen angesprochen. Das heißt also, hier hatte wohl der deutsche Staat Probleme, denn er wollte Fahrzeuge von Russen konfiszieren. Allerdings sind diese Fahrzeuge in Deutschland dann wohl von Deutschen gehalten und man kann nicht wirklich sagen, wem sie gehört. Hier dann auch das Fazit zu diesem Register. The limitation of the national laws documenting vehicle registration in Germany seems easily the biggest obstacle to the interconnection and exchange of information on asset ownership. Also hier eben, dass eben das nationale Recht in Deutschland hier offensichtlich noch den Eigentümer schützt, wird hier eben als Behinderung dann eines möglichen allgemeinen verbundenen EU-Vermögensregisters gesehen. So, hier kannst du sehen, wie der Bericht so detailliert eben bestehende Register aus der EU beschreibt, die hier in verschiedenen Ländern möglicherweise enthalten sind, sei es jetzt für Autos, sei es für Immobilien, Flugzeuge, Schiffe und mögliche andere Register. Und die Idee wäre dann eben, alle diese hier zu verbinden, automatisiert. Auf Seite 131 geht es weiter. Hier wird die Frage behandelt, inwieweit Bargeld von einem Vermögensregister betroffen sein könnte und wie effizient das wäre. Hier geht es mehr um die operative bzw. IT-Machbarkeitsbeurteilung. Die Verfasser kommen zu dem Schluss, dass dies nicht realistisch ist. Und was die Konsequenz dessen ist, hat uns die EU-Kommission ja mitgeteilt. Deswegen ist es eben wichtig, dass du auch diesen Bericht durch die AMLA-Brille liest. Bargeldverbot ab 10.000 Euro und Identitätsverifizierung für Bargeldgeschäfte ab 3.000 Euro. Wie weit ist es da noch bis zu einem Bargeldverbot? Hier wundert mich übrigens, dass ein Verweis auf den digitalen Euro fehlt, denn damit ließe sich dieses Problem komplett lösen oder vermeiden. Damit hätte ich ja dann Bargeld definitiv abgeschafft und könnte innerhalb der App ja dann tatsächlich verfolgen, wer welches Geld hat und wer welches Geld ausgibt. Würde man jetzt ein Vermögensregister einführen und wäre eben Cash dort Teil der Daten, die dort in dem Vermögensregister dann enthalten wären, hieße das, so sagt der Bericht, alle natürlichen und alle juristischen Personen in der EU müssten dort alles, was sie mit Bargeld machen, dokumentieren, was natürlich nicht möglich ist ja völlig klar. Ja. Also das heißt, eine tatsächliche Verfolgung von Cash wäre nicht möglich. Was ich noch faszinierend finde, letztlich hier dran ist, dass man sich überhaupt mit solchen Fragen in solcher Detailtiefe auseinandersetzt. Wir kommen zur nächsten Stelle. Und hier geht es nun um Edelmetallbesitzer. Dazu finden wir mehr auf Seite 226 des Berichts. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Gold, Edelmetalle werden hier unter Commodities aufgeführt. So, hier steht jetzt sogar drin, dass für Gold und Edelmetalle es Sinn machen könnte, nationale Register zu schaffen, wo genau jeder Goldbesitz dokumentiert wird und diese dann letztlich zentral zu verbinden, also völlig unabhängig von einem gesamthaften EU-Vermögensregister und das deswegen, weil eben die Autoren dieses Berichtes hier Gold und Edelmetalle als eine sehr große Gefahr sehen beim Kampf gegen die Geldwäsche und gegen die Terrorismusfinanzierung. Considering the high risk that commodities pose, as well as their characteristics which make them suitable to be easily transported across borders,
and thus difficult to control, the potential solution proposed under scenario 3 could also be considered from the perspective of adequacy and suitability. Hier also wird das dritte Szenario angesprochen, hier letztlich ein EU-weites zentrales Register tatsächlich nur für Gold und Edelmetalle zu schaffen. Hier wird nun nach der Verhältnismäßigkeit gefragt. Und hier wird nochmal wiederholt, was schon weiter oben steht, dass nämlich Gold und Edelmetalle ein solch fundamentales Risiko darstellen im Kontext der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, dass einem hier alle Mittel recht sein sollten und man muss solche Register hier schaffen, wenigstens für Gold und Edelmetalle, given the high relevance of commodities for money laundering and tax evasion. Whilst the setting up of additional national databases could provide FIUs and competent authorities with quick and efficient access to information, given the high relevance of commodities for money laundering and tax evasion, it will also impinge upon the fundamental rights of individuals. Also, hier wird festgestellt und auch zugegeben, dass ein solches Register gegen die fundamentalen Freiheitsrechte des Einzelnen verstoßen würde. Indeed, the collection and processing of information regarding holders and commodities will be a limitation of the rights to privacy and data protection. Also, diese Datensammlung zu Gold, Silber und anderen Edelmetallen wäre auch problematisch in puncto Privatsphäre und Datenschutz. Given that a high number of persons may be concerned as holders of commodities, this will increase the seriousness of the limitation. Also da es so viele Personen gibt in der EU, die Gold und Silber besitzen, macht das natürlich ja alles noch viel schwerwiegender, hier ein zentrales Register für Gold, Silber, Edelmetall zu schaffen. However, given the value of these types of assets and the high potential for use in money laundering, terrorist financing activities, the interference with data subjects' rights may be considered justified and necessary to achieve the legitimate aims pursued. Hier ganz klar Machiavelli, der Zweck heiligt die Mittel, weil Gold und Silber eben so oft verwendet werden bei der Geldwäsche und im Terrorismus, bei der Terrorismusfinanzierung. Deswegen kann man diese Rechte hier letztlich zur Seite stoßen und hier diese Kontrollmechanismen und ein solches Vermögensregister etablieren für Gold und Silber. Da bleibt natürlich dann die Frage, wie weit man hier dann noch wirklich vom Goldverbot letztlich weg ist. Also wann dürfen dann vielleicht Private überhaupt kein Gold mehr besitzen und keine Edelmetalle, wenn man schon bereit ist, hier die Rechte des Einzelnen so stark einzuschränken und hier tatsächlich diese Daten zu sammeln, wie es ja der Bericht selbst zugibt. Das ist jetzt ja nicht hier von uns irgendwie erfunden. Der Bericht sagt es ja selbst, dass hier die Rechte des Einzelnen stark beeinträchtigt werden, aber man könne es eben rechtfertigen, dadurch, dass Gold und Silber so viel hier missbräuchlich verwendet werden. Die vorletzte Stelle, die ich dir zeigen will, spricht über die Kosten eines solchen Registers. Hier kannst du sehen, in terms of needed architecture, a total estimated budget of approximately 14 million was calculated to be distributed over a period of 5 years. Gut, 14 Millionen ist natürlich eine Menge Geld, aber wenn du das mit anderen IT-Projekten vergleichst, ist das nicht wirklich viel. Da kostet die SAP-Einführung bei großen Unternehmen deutlich mehr. Da könnte man sagen, was, nur 14 Millionen? Also wenn ich jetzt hier EU-Politiker wäre und dieses Thema wäre mir wichtig, würde ich sofort natürlich entscheiden, dass das umgesetzt wird. Ja. Also du siehst auch, Kostengründe wären hier für die EU kein wirklicher Hinderungsgrund. So, ganz zuletzt möchte ich dir dann die Schlussfolgerung und eigentlich das Ergebnis der Machbarkeitsstudie hier vorstellen. Das ist also fast am Ende des Berichtes auf Seite 278. Danach kommen eben dann noch bestimmte Tabellen und so weiter, Referenzmaterialien und so weiter und so fort. So, die große Frage ist jetzt natürlich, was sagt diese Studie? Sagt diese Studie nun, dass man ein solches Vermögensregister einführen soll oder nicht? Ist es machbar oder ist es nicht machbar? Das Ergebnis der Studie ist ganz klar, dass es machbar ist, aber dass natürlich Komplikationen damit verbunden sind. Das ist normal wie bei jedem Projekt. Ich hatte dir ja vorhin kurz gezeigt hier, als wir über Cash gesprochen haben oder auch über Gold oder auch über die Datenbank der Fahrzeuge in Deutschland, dass hier bestimmte Herausforderungen natürlich in jedem Land, in jedem System zu meistern sind. Und jetzt kann man sich überlegen, wie viel Aufwand man wirklich tun will. Grundsätzlich gibt es ja hier die 3 Szenarien,
Das dritte Szenario ist das, was am meisten Aufwand ist. Das wäre also letztlich ein neues System. Das ist ganz klar das, was hier die Autoren der Studie bevorzugen, denn damit hätte die EU alles unter Kontrolle, damit könnte sie alles machen und wäre im Grunde nicht groß auf einzelne Länder angewiesen. Man würde ein komplett neues System stricken und dann würde man im Grunde genommen hier einzelne Systeme mit einbinden, aber letztlich würden die User, die Beamten, sage ich jetzt mal, hier auf einem EU-System arbeiten. As the EU would be in charge of ensuring monitoring contrary to most interconnection efforts so far. Ja, also, das heißt, es ist ein System, da gibt es dann weniger Probleme hier beim Verbinden der verschiedenen Datenbanken. Ganz am Ende steht Szenario 2, also das Szenario letztlich, was am einfachsten zu implementieren ist. Um was geht es hier nochmal bei Szenario 2? Ich lese es nochmal vor. Szenario 2, Machbarkeit der Vernetzung nur der bestehenden nationalen Register mit einem EU-Vermögensregister. Also es würde ein zentrales Interface geben, aber letztlich gibt es keine neuen Systeme. Es wird nichts Neues gemacht. Das wäre tatsächlich das Einfachste. Aber man könnte sich auch vorstellen, Szenarien 2 und 3 letztlich hier zu kombinieren. Soweit also meine 6 Beispielstellen aus dem Ergebnisbericht zum EU-Vermögensregister. Am besten schaust du dir das Dokument selbst einmal im Detail an. Es ist auf jeden Fall interessant. Kommen wir nun zum Schluss und fragen uns, was das Ganze für dich konkret bedeutet. Nun, wir müssen als nächstes sehen, wie die Entscheidungsträger der EU mit der Studie und ihrem Ergebnis umgehen. Bei aller Kritik muss ich sagen, dass der jetzt vorgelegte Bericht sehr sachlich ist. Er zeigt klar auf, welche de facto Vermögensregister es in den einzelnen EU-Staaten heute bereits gibt. Er macht deutlich, wie groß die Datenlücken tatsächlich sind. Er führt auch aus, welche rechtliche Herausforderung ein zentrales EU-Vermögensregister wäre. Er verdeutlicht, welcher Aufwand auf Beteiligte, Behörden, Unternehmen, Bürger zukommen würde. Aber die Studie sagt eben auch ganz klar, dass ein EU-Vermögensregister machbar wäre. Im Vergleich zu anderen IT-Systemen sind die Kosten durchaus überschaubar. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ist dabei laut den Verfassern eine vereinfachte, auf wenige Vermögensklassen beschränkte Variante die realistischste Option. Man müsste sich die Frage stellen, was das bringt, wenn jetzt da nur einige Assetklassen drin enthalten werden. Aber denkt dran, im Sinne der bewährten Salamitaktik würde es mich nicht wundern, wenn es dazu kommt, alleine nur deswegen, um den Ball ins Rollen zu bringen. Man kann ja dann im Laufe der Zeit weitere Assets hinzufügen. In jedem Fall scheint das Ganze aber kein kurzfristiges Projekt zu sein, was dir wiederum mehr Zeit gibt, um dich neu zu orientieren. Wobei man ganz klar sagen muss, dass technische Fortschritte vor allem in puncto KI und die Einführung des digitalen Euro diese Entwicklung beschleunigen können. Neu orientieren solltest du dich, wenn du nicht der Frosch sein willst. Ich kann aus dem Dokument nicht ersehen, dass es hier grundsätzlich Bedenken irgendwelcher Art gegen das Vermögensregister gibt. Philosophische Bedenken, Grundsatzbedenken. Sicherlich, da sind rechtliche Hindernisse, aber die gilt es eben zu eliminieren. Wir haben ja bereits beim zentralen Kontenregister der EU, welches bis 2029 kommt, erlebt, dass dies möglich ist und auch gewollt ist von Politikern. Du siehst es ja am Schlusswort. Am liebsten wäre den Verfassern des Berichts die ganz große Lösung unter EU-Kontrolle, ohne den Ländern großes Mitspracherecht einzuräumen. Aber selbst wenn es nicht zu einem zentralen Gesamtvermögensregister kommt, sind einzelne neue Register für einzelne Assetklassen, wie zum Beispiel Edelmetalle, ja bereits im Bericht empfohlen. Und so sollten wir uns meiner Meinung nach nicht zu sehr darauf versteifen, ob das zentrale EU-Vermögensregister tatsächlich kommt oder nicht. Das kann auch eine Ablenkung sein, denn selbst wenn es nicht kommt, wird es andere Wege geben, wie die EU an deine Daten kommt. Für mich ist das Entscheidende, welche Gesinnung der EU-Obrigen aus der Debatte rund um das Vermögensregister und auch den Abschlussbericht erkennbar wird. Und hier bin ich dann wieder dabei, Parallelen zu China und zu Hongkong zu ziehen und zum sprichwörtlichen Frosch im heißen Wasser. Es ist alles eine Entwicklung, die in kleinen Schritten voranschreitet. Evolution statt Revolution. Aber in 20 Jahren werden wir uns fragen, was mit unseren Bürgerrechten passiert ist. Das alleine sollte dich motivieren, dich persönlich und dein Vermögen außerhalb der EU zu etablieren. So, das war jetzt hier unser sehr ausführlicher Bericht zum Thema der jetzt vorgestellten Machbarkeitsstudie rund um das EU-Vermögensregister. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du die EU verlassen willst oder dein Vermögen wenigstens außerhalb der EU diversifizieren willst, also dich geografisch diversifizieren willst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen.
Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.